Wenn wir im Leiden sind, kann es oft sein, dass wir uns von anderen distanzieren oder traurig sind oder wütend oder zornig sind. Es kann sein, dass wir uns unverstanden fühlen und uns einfach zurückziehen. Wie du mit Menschen umgehst, die von Leiden betroffen sind, erfährst du in diesem Video. Ganz kurz zu dieser Übung. In den meisten Fällen ist es doch so, dass wir von uns auf andere schließen. Weil wir zum Beispiel meinen, es ist gut für uns, denken wir auch, es muss gut für andere sein. Und das ist oft eines der größten Probleme oder eines der größten Dinge, wo das zu Missverständnissen führt. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich bin wütend, kann es sein, dass ich mich am liebsten einfach nur verkrieche, weil ich nicht möchte, dass jemand durch mich in Mitleidenschaft gezogen wird. Wenn das der Fall ist, dass das bei mir so ist, dann ist es oft so, dass wenn ein anderer wütend ist, ich denke, jetzt will er sich wahrscheinlich zurückziehen und ich gebe ihm den Raum. Während hingegen der andere oder die andere vielleicht nur mal gedrückt oder gehalten werden möchte und sich komplett alleingelassen fühlt. Wie können wir umgehen mit solchen Dingen, mit solchen Szenarien? Was denkst du ist am leichtesten, wie man es herausfindet? Fragen. Und zwar in dieser Übung geht es einfach nur darum, sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen und zu erkennen, dass was für mich richtig ist, für andere noch lange nicht richtig sein muss. Das heißt, wenn du merkst, dass jemand anderer in deinem Leben gerade an irgendetwas leidet, ob es Neurodermitis ist, ob es irgendein physischer Pain ist, keine Ahnung was es ist, dann hilft es einfach nur zu fragen, was brauchst du gerade? Was kann ich für dich tun? Und nicht vorauszusetzen, was der andere gerade braucht und ihm das oder die andere und das zu geben, was wir glauben, dass wir in der Situation wollen würden. Oft hilft es natürlich, wenn die andere Person so ein bisschen gereizt ist, mit einem Frame reinzugehen oder mit einem Label, indem du sagst, ich fühle gerade, dass du leidest, dass du wütend bist, dass du traurig bist. Ist das richtig? Liege ich da richtig? Ist da was dran? Und in den meisten Fällen wird die andere Person dann kurz mal aufgehen und sagen, ja, bla 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 bla. Und dann hast du eine schöne Einleitung, um dann nachzufragen, was brauchst du genau jetzt in diesem Moment? Was kann ich für dich tun? Und nicht vorauszusetzen und sagen, willst du eine Ruhe? Soll ich dich alleine lassen? Weil was passiert denn, wenn die Person genau das nicht möchte? Sie fühlt sich vor den Kopf gestoßen und es kann sein, dass sie noch weiter zumacht. Das heißt nicht, mit irgendwelchen Dingen reinzugehen und mit Vermutungen anzufangen, sondern wirklich immer nur im Fragen zu bleiben. Damit die andere Person die Möglichkeit hat, sich gehört zu fühlen, aufzumachen und, sagen wir mal, rauszufinden, was sie in Wirklichkeit gerade braucht. Weil oft wissen wir es ja gar nicht, wenn wir uns nicht gut fühlen, was wir gerade brauchen. Und wenn dann jemand herkommt und sagt, hey, ich fühle gerade, dass bei dir irgendwas nicht passt, dass du vielleicht gerade ein bisschen traurig bist, wütend, ist da was dran, liege ich da richtig? Ja, ich bin gerade Cool. Was brauchst du denn gerade in dem Moment jetzt? Wie kann ich dich unterstützen? Kann ich was für dich tun? Ja, und dann meistens denkt die Person nach, geht nach innen und oft sagt sie dann, eigentlich will ich alleine sein oder. Probier das mal aus. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Übung und schau, was dabei rauskommt. Es hilft sehr oft, um an Menschen ranzukommen oder Menschen das zu geben, was sie brauchen, damit sie möglichst schnell wieder zurück zu sich kommen und sich nicht ausgeschlossen fühlen, sich nicht abgegrenzt fühlen oder sonst irgendetwas anderes. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.